Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ein Video, wo wir 45 Minuten Vorfreude streuen werden und in Vorfreude schwelgen werden und ich einfach nur in mein Mikrofon reinstammel, weil ich mich vor Hype kaum halten kann. Bei mir ist auch der liebe Muni, wie ihr sehen könnt im Hintergrund. Ich war die letzten 3 Tage nicht zu Hause, weshalb ich das hier nicht sehen konnte, zumindest nicht live, und würde das gerne jetzt als Reaction nachholen. Es gibt nämlich ein 46 Minuten langes Video, wo das ganze Spiel in gewissen Aspekten gezeigt wird, Gameplay-Aufnahmen, es wird darüber geredet, es werden Eindrücke gezeigt und ich glaube, das ist etwas, worauf wir uns alle schon freuen. Wahrscheinlich hat auch schon der ein oder andere von euch das Video gesehen, aber das hier ist jetzt meine kleine, aber feine Reaction zu dem Ganzen. Ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal an. Hab hier meine Kopfhörer am Start, so, und dann, ich weiß, sie sind kaputt. Und würde sagen, starten wir mal. Oh, es fängt schon gut an. Das Modell habe ich auch. Das habe ich auch. Also die Eule nicht, aber das Regal könnte halt glatt von mir sein. Ja, das kennen wir ja. Das sind die Aufnahmen, die wir schon gesehen haben. Genau. Aber sie nochmal zu sehen, schadet nicht. Der Slytherin-Gemeinschaftsraum, genau. Und die Timelapse von Hogwarts, die haben wir auch schon gesehen. What's up, everybody? Chandler Welcome Wood. to the first Hogwarts Legacy gameplay stream, and we've got 2 people from the studio, just 2 of the many people bringing this thing together. The magic of Hogwarts Legacy. Game Director Alan Tu. Hello everyone. Das ist eine gute Quelle fürs heutige Video. Also so ein paar Insider-Infos zu erfahren, ist bestimmt cool. For taking time out of your very busy schedules right now to sit down with us to help us show everybody gameplay. So what we're going to be showing you today, first the character creator, because okay, als erstes wird uns die Charakterkreation gezeigt, also wie man die erstellen kann, wohl. Wahrscheinlich auch designtechnisch und alles. So we're going to show you that character creator. Then we're going to dive into a tour of Hogwarts, and it's just a small tour of Hogwarts, right? Because Hogwarts is huge. Ja, also es gibt noch eine kleine Tour durch Hogwarts, weil Hogwarts riesig ist, dann ist das schwer möglich, alles zu zeigen in diesem Video. So, and finally, ending up with combat. Okay, und dann wird noch ein bisschen ins Kampfsystem eingeführt. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Generell die ganze Steuerung und wie das aufgebaut ist, das fasziniert mich oder interessiert mich am meisten. James, with you here, we wanted to let you create this character. So, Andrew, das ist eine große Ehre, er darf jetzt seinen eigenen Charakter erstellen. Da ist er ja wahrscheinlich der erste Normalo, der Hogwarts Legacy spielt. Also vorher wahrscheinlich nur Leute vom Produktionsteam und er könnte jetzt der allererste sein. Okay, gehen wir doch einfach mal mit ein bisschen durch. Also wir haben da verschiedene Typen, die man schon im Voraus auswählen kann. Also so voreingestellte Charaktere quasi. Wenn man faul ist und das selber nicht machen möchte, wahrscheinlich auch. Oder so einen Grundaufbau schon mal haben möchte. Oder einfach sich inspirieren lassen möchte, würde ich sagen. Aber ganz ehrlich, Leute, ich glaube, wir würden alle unseren eigenen Charakter erstellen, oder? Es macht doch viel mehr Spaß, selber die ganzen Einstellungen vorzunehmen. Alright, so that's step one. We're pretty close, but let's look at everything here. You know, play around with some of these options, like really. Alright, so what are we looking at with this option over here with the tab? I see face. Es sieht halt echt so schön aus. Also ich hatte bei manchen Trailern so ein bisschen Sorge, was die Charakterdarstellung anbelangt, weil die manchmal sehr hölzern aussahen. Kann man da jetzt natürlich nicht richtig erahnen, weil die haben ja keine Mimik gerade. Aber sie sehen verdammt gut aus. Also auch die Haare, wie realistisch die beleuchtet sind und alles. Schon schön gemacht. Okay, du kannst die Hautfarbe bestimmen und die Gesichtsform kannst du bestimmen. Es gibt insgesamt anscheinend 15 verschiedene Gesichtsformen und sehr, sehr viele verschiedene Hautfarbentypen. Okay, er meinte gerade, dass er selber nicht so schlank ist. Ich frage mich auch, ob man die Gewichtsklasse so ein bisschen anpassen kann.
Also ob man sich dünner oder dicker machen kann. Ich glaube, na, schauen wir mal. Ja, das ist jetzt alles nur Gesicht. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es nur anscheinend 3 verschiedene Brillentypen gibt. Oder halt gar keine. Also die Harry Potter Brille, so eine Halbmondbrille und so eine eckige. Das finde ich ein bisschen wenig. Also hätte ich mir ein bisschen mehr Auswahl in Sachen Brillen gewünscht. Aber dafür umso mehr Gestaltungsmöglichkeiten, was Jahre anbelangt. Oh my gosh, the pony. Das ist wahrscheinlich auch der Punkt, wo sie meinten, dass man Transgender-Figuren einbauen kann, weil da sind ja auch relativ weibliche Frisuren mit dabei und die kann man dann einem männlichen Charakter geben. Frag mich, ob die ganze Transgender-Geschichte, also was sie da halt einbauen wollten, noch weitergeht oder ob es darauf basiert. Ja, das ist Hermines Frisur, so ungefähr zumindest. Oh, man kann sich rosa Haare machen, das ist fancy. Das wird bestimmt einige begeistern. Oh, I like that. Oh my gosh, this is so cool. So you literally can bring yourself. Aber das ist jetzt schon die finale Version, oder? Also werden da noch mehr Optionen hinzugefügt? Ich denke mal nicht, oder? Sonst... Nee, oder ich habe gerade nicht richtig zugehört, aber es müsste ja schon das finale Spiel sein, was sie gerade zeigen. Oh, das ist cool. Da kann man denen quasi nochmal so kleinere Merkmale geben. Hier so Leberflecken zum Beispiel irgendwo hinsetzen oder so. Oh, und Narben kann man denen geben. Das ist richtig cool. Also, ganz ehrlich, Leute, ich liebe es in so Rollenspielen, meinem Charakter sehr vernarbt darzustellen, weil der dann so aussieht, als hätte der dann schon voll viele Abenteuer durchlebt. Oder? Wie findet ihr das? Würdet ihr eurem Charakter Narben geben? Also irgendwie finde ich auch dieses Clown-Gesicht extrem cool. So als Tierwesenfreund, dann wurde man halt schon mal von einem Tierwesen malträtiert. Ist schon nice. Und dann haben wir da noch die Augenfarbe, die anscheinend auch total viele verschiedene Möglichkeiten bietet. Grün, braun, sogar so ein Weiß ist dabei. Es gibt mehr verschiedene Augenfarben, als es Brillen gibt. Finde ich ein bisschen komisch. Und vor allem mehr Augenbrauentypen, als es Brillen gibt. Also da finde ich eine Brille irgendwie charakteristischer. Weiß nicht, oder? Was meint ihr? Vielleicht kann man noch mehr Brillen im Spiel freischalten oder kaufen oder so. Ich denke mal, man kann seinen Charakter ja in-game auch noch mal ein bisschen anpassen. Das ist cool, Leute. Da kann man seinem Charakter anscheinend 2 verschiedene Voice-Typen geben, also Stimmtypen, und die auch pitchen, also das heißt höher stellen oder tiefer stellen. Dass die höher oder tiefer klingt halt. It's a subtle slider, but you can hear it. Ich würde sagen... Ah, das ist auch nochmal interessant. Das ist auch nochmal interessant, Leute, weil das hier ist anscheinend eine weibliche Stimme und das hier ist eine männliche Stimme. Das heißt, wenn man einen männlichen Charakter nimmt, der so männlich aussieht, dann kann man ihm trotzdem eine weibliche Stimme geben. Ist wahrscheinlich auch nochmal dieser Transgender-Aspekt, der dazu beigefügt wurde. Okay. You'll be selecting your difficulty here. For today, we'll just go normal because Andrew's going to be taking us through some of the experiences with combat later. And we can talk a little more about difficulty, yeah, with combat and how that plays in. But I think the important thing here is like if for people who aren't gamers, especially, story mode is a way to get into this without being worried about like, oh, do I need. Also Story Mode ist einfach, wenn man die Story erleben will, ohne große Schwierigkeiten, einfach da durchrushen und einfach dieses Gefühl haben, yo, ich schaff das hier gerade und ne, dann easy halt, normal und hart. Also, ich weiß noch nicht, ich denke mal, ich werde das im Let's Play auf normal spielen, weil alles andere fände ich doch ein bisschen zu simpel. Oder was meint ihr, Leute? Schreibt's mir mal in die Kommentare, in welcher Schwierigkeit soll ich das Spiel durchspielen? Aber sagt nicht hart, weil das traue ich mir nicht zu. To be good at games. Like, no, just enjoy this game. And I would put expecto and then go. We're good. Awesome. And then whether you want to be witch or wizard. Amazing. What do you think, character creator? Ja, genau. Und da kann man halt auch nochmal selber entscheiden, ob man den zum Zauberer oder zur Hexe machen möchte, unabhängig davon, wie er aussieht. Also, finde ich cool. So that we can show you more about Hogwarts and give you that taste of combat. All right, Andrew's got some oh God, holy shit. We are starting out, James. There you are. You're wearing the House Fanatic robes from the account linking. Thank you. I do look good. And this is our first look at oh mein Gott, es ist so wunderschön. Ich meine, guckt euch das mal an. Mach das Bild wieder größer, los. Oh Gott. Yeah. So right now we know there's been a lot of questions about the HUD because this is the first time we're showing it.
Es sieht auch so schön belebt aus. Also die Bücher, die da rumstehen und alles nicht so ganz schnieke und ordentlich, sondern halt, ne, als ob da Leute leben würden, was ja auch der Fall sein sollte. Okay. And that's where the player can place them and use them and access them very quickly. To the top left of that is you'll see the D-pad, and on the left is an eyeball, and on the right is a bit of a grid. So the eyeball is an example of one of, not a slottable spell, but what we call an essential spell. There are certain spells that are used in very specific contexts or that we just want on the controller at all times. And Revelo is one of those. That's left on the D-pad. On the right on the D-pad is that grid represents where you might slot spells. And so right now, today, we're not going to be going into the spell slotting menu because we feel like there's a lot of spoilers there. You know, like what are all the spells and what can we do? I would like spoilers, but I understand. Unten steht auch nochmal ganz klein In-Game-Footage, Work in Progress. Also die sind halt immer noch dran am Arbeiten. Ich denke zwar schon, dass es mehr oder weniger die finale Version ist, aber da werden wohl noch kleinere Mini-Bugs behoben in der Zeit, bis es rauskommt. Als ob man da einfach einen Apfel essen kann. Du gehst ja einfach hin, nimmst den Apfel und isst den. Es ist so schön. So kleine Details machen das Spiel halt auch so wundervoll. Ich will das alles erkunden, Leute. Allein für den Raum würde ich mir locker eine halbe Stunde Zeit lassen. And all the way on the left is our minimap with a kind of overhead view of where you are currently in your common room that updates as you travel through Hogwarts and beyond out into the world. And for those ja, die Minimap ist auch sehr vorteilhaft. Das würde man sich ja wahrscheinlich gar nicht zurechtfinden. Really immerse yourself. Yeah. And we'll go more into the spells as we get into combat, but that's what you're seeing there. And this is our HUD. Also, Andrew's giving us a good look over here. I want to call out. I'm a big fan of the bedside tables in the dormitories. Very nice bedside tables. They are nice bedside tables. Yeah. The honey-colored wood was mentioned in the writing. It's part of lore. It's part of lore. There we go. All right. So, jetzt verlassen sie den Schlafsaal von Hufflepuff und dann geht man da durch so einen Zwischengang, der auch einfach allein dieser Zwischengang ist schon wunderschön. Was ist denn da los? Nimm dir noch einen Apfel. Oh, doch nicht. Ich meine, wir haben das schon gesehen, aber so wird es, so, als ob ich das gerade spielen würde. So ungefähr würde es aussehen, Leute. Wow, die Musik im Hintergrund. Die Musik ist wunderschön. Die passt so hammermäßig gut. Hört ihr das? So, I mean, beautiful design. We could spend like the entire rest of the stream just in the common room here talking about it, and I'm sure. Also sie sagen auch gerade, sie könnten die ganze Zeit einfach jetzt in diesem Gemeinschaftsraum bleiben während des Streams. Es gäbe so viel zu entdecken und das sieht man auch. Und dass vieles von J.K. Rowling inspiriert ist, finde ich gut, dass sie es auch nochmal erwähnen. Also die runden Eingänge und alles, die Pflanzen, die ja von der Decke hängen. Hufflepuff is Earth, Ravenclaw is Air, Gryffindor is Fire, and Slytherin is Water. We really leaned into that for each common room. Wow. So it feels earthy. We've got a little earthen passageway. That's und da ist der Geist. Hopefully it should feel very familiar. Yeah, it does. It does. But I know you don't want to leave, but we're gonna be leaving. Ja. Oh. Wow, the sound effects though. Ja, das klingt echt richtig cool. Hört ihr das, diese Soundeffekte, dieses Klappern von Holz und allem? Und da sind wir im Eingangsbereich vom Hufflepuff Gemeinschaftsraum. Im Kanon heißt es, dass man halt Fässer anklopfen muss in bestimmten Rhythmen. So ist es, glaube ich, hier nicht ganz umgesetzt, aber sieht trotzdem extrem gut aus. Hufflepuff Barrels. To enter the Hufflepuff Common Room. Ah, doch, du musst wohl. Doch, du musst die halt in einer bestimmten Reihenfolge antippen, wenn ich das gerade richtig erkannt habe. Da müsste auch hier in der Nähe. Da ist die Küche. Oh, sie haben sich dran gehalten. Das Porträt mit den Obst, das ist der Eingang zur Hogwarts-Küche. But in our game, we had to answer the question, you know, we're a late fifth year. What does that mean? How do we catch up to the other students? Es ist okay. So Peeves! Als ob Peeves einfach da runterrutscht. Einfach so random. Man fühlt sich halt wirklich, als wäre man gerade in Hogwarts.
So Andrew, if you hit pause for me up here, before we push forward a little bit, you can see in our pause menu, it's got this book theme. Wow. That's your Wizard's Field Guide, and you can see your house kind of Right crest in the middle, overlaid yeah. over it. Okay, right? And you okay. can see that on your level as well. So that the Also das Field Buch Guide ist gestaltet has mit this dem magical Haus-Overlay, property of also looking wie das, out in welchem into Haus the man world ist, around je you. nachdem. And the reason why it's on loan from the Ministry of Magic and the professors So have cool. granted it to you as a late fifth-year student is because they want it to help you catch up to the other kids. Mhm. And its magical property is to discover different opportunities to learn and grow all around you. Wow. So the way it works is, as you discover gameplay in the game, it actually recognizes that as a challenge, which is kind of On the bottom. locked into there. Okay. And Andrew, if you go in there, you'll see different types of challenges that are combat challenges, quest challenges, Wow. exploration challenges. And you Ah. can see field guide pages are on there as Yeah. well. Ja, so verschiedene Aufgaben, die man erledigen muss. One field guide page. That- Also auch that Erkunden category gehört is als one of the Aufgabe ways mit that, dazu. the book itself kind of Erkunden scheint ein spills wichtiger out Part des into Spiels the zu school sein. and spills out into the school and Das kind ist of doch, was wir hypes alle up wollen, different oder? types of challenges and different things to do around the school that you're actually going Ich muss mal to- gerade ganz kurz was festhalten, Leute. Das fällt mir die ganze Zeit auf. Die haben einfach fast alle Merch-Sachen, die ich auch habe. Also ich meine, die hätten ja alles Mögliche nehmen können, aber hier die Krone habe ich hier im Regal, das Hogwarts-Schloss habe ich im Regal, das Schwert von Gryffindor habe ich, das habe ich, das habe ich. Hier vor allem, die haben auch diese Alraune, die man rauszieht und die dann schreit. Haben die sich von mir inspirieren lassen? Das ist voll cool. help you grow as a wizard and practice your spells. And so that thing that we just saw is not just a field guide challenge and a way to earn Yeah. XP. It's also something that that players can use to learn about the school as they're traveling around. They spot these little secret facts and they can kind of play a little bit of a game discovering all of them. And there are over 100 field guide pages just in Hogwarts alone. So. Little glimpse of the grand staircase Yeah. here. We're not gonna. Circular staircase. to All the match the tower. portraits. Yeah. And I did notice Ah, the und wenn man einen neuen footprint Bereich is erkundet hat, dann nice right kriegt there. man da so eine So Anzeige, cool. dass man einen neuen Bereich erkundet hat. Man. Fast travel points there. House hourglasses. We had to. Das sind die also die, wo die Punkte gezählt werden der verschiedenen Häuser. But That they're there just like in the books. Yes. Right It's next a to nod the to Great lore. Hall. it's a nod Yeah. to lore. House points is not a core mechanic or system in the Yeah, game. It is we didn't turn it narratively. into like a gameplay system, but it's definitely present throughout our narrative. And there are lots of choices where we want to nod to things that aren't necessarily gameplay systems, Yeah. but we nod to them as part of the narrative. Over to the right Part of the there, Wizard Andrew world. was teasing. That's the Great Great Hall Hall. over Yeah. through those doors. Again, we're not going there. He's just kind of like, no. Cool. Here's another collectible page. You know, just again showing you like just these things around Hogwarts. Ah, man kann so Seiten sammeln, was auch immer das bringen That's a shot soll. straight from the trailer too. Just that part right there. I recognize We that. might be giving you a little fan service here with callbacks to those. So And this must be summertime because I noticed these are the summertime windows. These windows will change with the Ah, sie season. sagt gerade, es muss Sommer sein, weil die Fenster zeigen an, dass es Sommer ist. Also das sind die Sommerzeitfenster. Magic Castle. So. Oh man. Oh, jetzt gehen sie in den Innenhof, oder? Das war die Eingangshalle. Look at that. This is where the students would normally kind of Oh my God. congregate, just to kind of chill out, play, meet each other outside the Great Hall before and after meals. Es ist so wunderschön. Es ist so I love the way that when the wunder. castle interconnects to Wunderschön. that it interconnects outside, inside. There are pathways on both sides of things, so you really get a sense of scope Yeah. to how big this castle And is. when you see things like you'll notice a bridge over there, that's a place you can go to and cross. Like Yeah. everything that you see is a place that you can visit. Wow. Er hat gerade gesagt, alles, was man sehen kann, ist ein Ort, den man besuchen kann. Das heißt, alles, was ihr da seht, alles, was ihr seht, selbst die Spitze des Berges, könnt ihr besuchen gehen. Alles. Es ist nicht einfach nur Kulisse oder irgendwie schön anzuschauen, sondern es ist alles begehbar. Location Alles. might look a little familiar to you? I thought I recognized it. I believe this is from the Spring ASMR, and yes. so Wow. Also right there, that view. Es sieht Andrew, traumhaft schön right aus. back to I am that. gonna tell Andrew Ich kann's not nicht mit to Worten interact with beschreiben, the wie ich das puzzle gerade and to keep finde. moving on. So eine kleine Regenwolke, da sind auch verschiedene kleine Zauber irgendwie. Es wirkt halt auch wie eine belebte magische Zauberschule. So voll viel zu entdecken einfach. But this is this grand entryway right here coming down into a really kind of central area. Yeah, we're coming upon the central hall, and we pointed out the greenhouse outside. Ah, das ist das And you'll Hogwarts-Motto. notice when- Station. Wow. Each direction, you know, Sorry Leute, wenn ich die going over ganze there, Zeit nur so wow the sage, mir greenhouse fehlen over gerade there, echt die Worte. Transformation Ich weiß Court, nicht, was ich... You know, library straight ahead, so it's kind of a
the Wow. hum Oh my of a lot god. of the castle. Even the color visually, you can just tell, okay, green, Oh, green, go that greenhouse. way. Oh my god. A lot of it'll be subconscious, but Yeah. it'll help you really. Ich hätte nie feel gedacht, dass ich das learn mal the sage, castle aber es a sieht lot. einfach Feel like schöner you aus know als your das way Film around. Hogwarts. That's not to say that it's easy to learn. All of us here still get pretty lost in it It on a is a daily castle. basis. It It's is a a- castle. Great point. Die haben sich einfach selber I love that übertroffen. Andrew's, definitely teasing a lot of things here. I'm noticing he's swinging the camera this way and that. Yeah. He's got this. Das ist der Verwandlungsinnenhof, müsste das sein. Das ist der Baum, wo Draco drauf saß und der Brunnen und alles. Das Oh ist- This das ist another der location where Verwandlungsinnenhof. students will gather, you know, and just kind of chill out. And an And, Yeah. opportunity to talk to somebody, get a Yeah. quest giver here. Ah, okay, die geben also Quests. Die kann man dann Is ansprechen. everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Und dann kann man da verschiedene Antwortmöglichkeiten geben. 3 Perhaps verschiedene I'll give it a und go. I dann. hope you do. In fact, Wow. I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. Ist das Kind of cool. side quests are really- Jede it's a einzelne cool way Quest to scheint dann interact also with your fellow students, mit Dialogen with untermalt zu perhaps sein, a mit teacher, verschiedenen with, Antwortmöglichkeiten, die man various geben kann. Things like that, as well as teach you some more of the secrets of Hogwarts. I think there's a In this little case, bit of that. absolutely. Yeah. So the students are a way to kind of like flesh out the school opportunities around it, what we can do, and then those interactions. Different interactions with different characters can also offer different choice points for the player. Fänd's mal And cool, some wenn of sie those things, irgendjemanden ansprechen würden. Mich würde mal can affect interessieren, wie the die so game wide. Some reagieren. of these Ob affect die dann, characters' ob das dann auch so eine lives, Sequenz wird? the Wahrscheinlich beginning nicht, of oder? Das sind dann nur bei den the game. Questgebern And wahrscheinlich. sometimes it's just about you being a little bit of a Sometimes nice just about guy the or just mission. being a jerk. Yes, absolutely. So the scale really varies. Da ist noch ein Questgeber anscheinend, ja. exist. Also da ist so ein Kreis drum und so ein Symbol über den. Und oben der Pfeil sagt wahrscheinlich, wo man, ja, die Quest machen. Against the Feinde, dark arts. ja, Power. finde den Daedalian-Schlüssel im Astronomieturm. Genau, da muss man jetzt zum Astronomieturm laufen und der In the Pfeil zeigt castle, an, just wo visually man you come in hinlaufen here muss. and just the richness of It this is area very is iconic. Very Da ist noch ein unique to Questgeber. Cool. Anywhere else in the castle. somebody else that we can talk to, notably a younger student. Yeah, she looks like a first year or an 11-year-old. Are you all right? Don't you know who I am? Oh, das ist eine Erstklässlerin. The girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoil sports. Oh. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Doch ich muss sagen, es ist also schon viel besser geworden, was die Mimik anbelangt. Sie ist immer noch ein bisschen hölzern, aber besser als es bisher in manchen Trailern und Gameplay-Aufnahmen Only zu if you sehen war. lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Das stimmt. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Sounds as if you caused the smelly situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how Die to get them Dialoge back on sind my own. so I don't realistisch. think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Wow. Wow, wow, wow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again.
I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. I love that interaction with her because there's so many ways that you can go with that. You can Yeah. you can feel for her. You can be a jerk to her. You can be like, Gobstone sounds awful. It sounds like you're just mean. Yeah, and your opportunities to be mean there aren't over. So, They continue. that's a good example of the. Gobstones too. I know people are gonna ask. Gobstone's playable. They mentioned it, right? Yeah. Das ist der Verteidigung gegen die dunkle Künste Klassenraum. Not playable in the game. I know we've had Wow. on a few things. Honestly, it's it's an amazing thing on the franchise how many things about this like speak to us as fans and that we want to turn into Sieht gameplay. alles so and there schön were calls aus. that we had to make over the course of production of kind of like which things we will and won't include in the bucket, just kind of for the overall health of Wizard's the thing. Chess. Those are things that aren't featured. Oder auch solche Kleinigkeiten, dass sich eine Tafel selber beschriftet oder so. Ich meine, Every single time there was something that wie viele Stunden muss man bitte in diesem Spiel investieren, um wirklich alles mal gesehen zu haben? Wie viele? Es müssen ja Hunderte sein. Mindestens. You know, and make it feel like it's definitely part of the world. And I know here too, we're I see your like, reaction. you're getting, I was like, we're in the Fist Against the Dark Arts class. I recognize that staircase to the left where we were just at. Krass wäre es, wenn man jetzt auch irgendwie mit den Schränken interagieren könnte, dass man da irgendwie reingucken könnte oder so. Oh my God. Ich denke, das geht dann auch being in zu a weit, oder? classroom, I think this is a good opportunity to talk about how classes work because we've gotten a lot of questions about that. Is it a schedule-based system? Is it so tell us how classes work? Yeah, so ultimately decided not to go the sim route. So I think like one of the speculations was, is there time of day? Genau, jetzt hat er den Verteidigung gegen die dunklen Künste Klassenraum entdeckt. There is a day-night cycle. Oh, die Spiegelung auf dem There's a Boden, day-night schaut cycle, euch das mal an. But everything is very narrative based, and so there's a big Wunderschön. mystery going on in the world. There's something happening in the narrative, and we essentially see it as kind of like chapters in that narrative. Each chapter of which has a set of missions that you can choose between as you're progressing through the game, and classes fit within that structure. So there are mainline things that the players have to do, and then classes also appear on the sides as well as optional things that help you advance your spells. It's absolutely true that classes provide all of your major tools throughout the gameplay, your spells. your Oh major Gott, abilities, selbstspielende you get to know the Instrumente professors. einfach. Each one of them has these bespoke kind of events Yeah, and moments yeah, in those yeah. missions. And then there are also additional opportunities outside of that through kind of like side classroom missions, essentially, where you can learn additional spells or things that you need in your adventure and also get to know the professors better. And I just want to call out something that Andrew's been kind of showing off, ways to kind of interact with the environment. Ich muss auch sagen, engage with the also world so ein and, you know, bisschen maybe hat Hogwarts down da there, noch den sip some Charme tea. vom Anfang 19. Jahrhundert. Also das spielt ja Anfang des 19. Jahrhunderts, soweit ich das richtig im Kopf habe. Und da, wenn man das so miteinander vergleicht, also das neue Hogwarts mit diesem, dann sind auch sehr viele alte Einflüsse dabei, die dem Ganzen so diesen Retro-Charme verleihen, oder? Also, es gefällt mir echt richtig, richtig gut. Little events like that, brooms going Das ist by. die Holzbrücke. Ich weiß aber nicht, ob das die ist, die wir auch in LBH gebaut haben, oder ob das nochmal eine andere ist, die woanders hinführt. Wobei doch könnte sein, weil wir waren ja anscheinend gerade im Turus Magnus, weil der Verteidigung gegen die dunkle Künste Klassenraum liegt im Turus Magnus. Vielleicht waren wir da gerade drin, sind dann über die Holzbrücke und wieder zurück zum, ich nenne es jetzt mal zweiten Gebäudekomplex. Die LBH-Zuschauer von euch wissen, was ich meine. A name that came from the Marauders map. But every hallway will have a little bit of a different personality and Personality, I like that because Yeah, it a gives lot of it does like character. Hogwarts has character. Hogwarts is its own character no matter where you go. Yeah. Feels just a little bit different. Yeah. sentient castle full of magic for hundreds of years. Yeah. It's going to kind of And grow full and of develop. Oh, I heard something. Yeah. Speaking of characters. Speaking of magic, Oh, Mr. ach Magic krass. Peeves ist einfach da und tyrannisiert einen You know, Schüler, we einfach talked ganz about Lord random. too. I know there's that statue over to the Oh, side. yeah? That's Do you know who that is? Lachlan the Lanky, Yeah, and he's yeah. got his Bowtruckle friend. And I think if players don't know, there's another Well, Revelio sorry. page there. Yeah, there's a map of Argyllshire. We know the fat lady hides It there. hides behind it. That's right. The third book. But sometimes a hallway has personality by how it looks, or we just passed a music hallway where the portraits have kind of taken it over, and so the sound makes it really unique. All right, I gotta call this out here. I know there's been some criticism in the past that our trailers and our gameplay and what we've shown. Oh, die far don't have Eulerei. owls. Okay, so here we are.
at the owlry. We're looking directly at the owlry to show you all of the owls. It's a lot of owls. It's a lot of owls at the owlry. I all love the fog owls. rolling down that. Great callback. Great call. But no, I also love that as I one of my favorite things about just kind of going around on the outside of the school is that all those things that I see are places that I can go to, that I can visit. I just love that sensation, knowing so that that is cool. real. That lovely Scottish countryside. We're kind of closing out our Ah, mini das tour müsste of dann der Hogwarts. And again, Glockenturm it's a sein. fraction of this enormous castle. Ja, genau. Vom Aufbau her passt das auch so, mit den Holzgerüsten und allem. But this is where Crossed Wands, which is the secret, not so secret. Dann müsste es da raus zum nächsten Innenhof gehen. Da, hoffentlich geht er da mal lang. Da gibt es eine neue Quest. And it's run by this Lucan Brattleby here. Who's in a younger year, but we kind of like that that he's running things. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. And this is a really good opportunity to now jump into combat, because really in the game this is going to be Ah, das sind die the first time where Trainingsfiguren, die you kennen wir ja auch yourself alle. get to learn about combat and combos in a big Dann ist das way, wahrscheinlich so in a eine new Art way. Mini-Tutorial For me personally, this für is where the die game, like, Kampfmagie really oder das starts to Kämpfen open up generell. the possibilities. Yeah. So we've set up a training dummy, and this is kind of an activity where you're supposed to execute according to kind of the iconography on the top. Now, what we see on the top is the Accio spell, followed by 4 what we just kind of lovingly refer to as basic shots. There are certain spells what the wizards kind of like use, just kind of fling. Andrew's using one now. And you trigger that by tapping R2 on your controller. So you can see in the corner R2. So if you tap R2, that throws out a basic shot. But that R2 is also your gateway to all of the spells that you might slot. So if you hold R2 instead, you can see how the diamond expands. Ah. And if we let go, you see how it contracts. Yeah. And so if you hold it again, it expands. And so when it expands, then all the spells that you slotted while you're holding that button can now be tapped with your face buttons. Awesome. And not only that, but over the course of the game, you can gain additional spell diamonds, up to 4 additional ones, so that you can. Das ist eine coole Mechanik, wie sie das gemacht haben mit dem Zaubern. And then that helped us fulfill the fantasy of in combat, I need to be able to access things very rapidly. Yeah. And so you learn over the course of these events, you know, how to juggle not just the spell casting, but also it reinforces an understanding of another feature of the wheel, which is their cooldowns. So as you're casting spells, just to make sure that you're not just kind of like repeatedly using one thing over and over and over again, you can see cooldowns on the spells that he's using on the Ah, okay, wheel. also damit man keine Zaubersprüche spammen kann, gibt es halt einen Cooldown. Also du kannst nicht die ganze Zeit Zauber an Zauber ballern, sondern musst halt eine gewisse Zeit warten. And update those things. Und deswegen bist du gezwungen, quasi mehr Kombinationen aus verschiedenen Zaubern zu machen. Gut überdacht, muss man sagen. Also nicht schlecht. And that's how you access all those. Oh man, it looks like we're about to get some action over here. Yeah. So this is a great way to kind of learn how to pull things together, So you use pull those Leviosa combos right together. Here. Yeah. Tap, Accio, tap, tap, tap. Awesome. Boah, ist das cool, ey. That's just against the dummy, but I mean, I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. I think now we can take on something a little more challenging. It's going to shoot back. Now let's talk about some more features of the combat system. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? We're on a PS5 dev kit here, so we're going to be able to kind of pause I'm the ready. the action Yeah. and talk about what you're seeing on the screen, because there's about to be a lot going on. Okay. All right, here you can select if you want to fight with somebody else, some of One your of the other classmates. students. Yeah. But in this case, we're not. We want that action to feel a little more frantic towards you, to really get you that sense of combat. So apparently you've got quite the reputation because they've got you up against 3 people. 3, yeah. Apologies. Off the jump.
So I 3 can gegen explain einen. this, Wow, okay. Just because I know people are going to go into it, but we can probably just kind of jump in. You're not the only one that has Protego and the ability to deflect. The enemies do too. And we actually play with that when it comes to Cool. spellcasting. So you notice that there are different colored kind of shields around the different characters. And you also notice that your spells have different colors on them. So to help players understand kind of like the function of their spells, we kind of put them into brackets. So there are damage spells, there are force spells, there Sieht halt auch schon so ein bisschen schmerzhaft aus, was denen widerfährt, oder? And so those things for the player, they wind up also being a color indicator for which actual spell to use to break the different shields that enemies can use. That way it rewards kind of like that close attention that you're paying on things. We've got this paused here now, and you can kind of see all the elements on the screen, the halo around the avatar's head, each of the different shields, to kind of give us a breakdown of what's going on. Give us a breakdown of different things that you're saying. So you notice at the top that we're kind of like calling out which enemy you currently have targeted and their level and health. And so, you know, as you target different characters, you'll be able to get that breakdown. The halo over your head, whenever an enemy is about to an attack, it's almost like you have a little bit of a sixth sense for those things that are coming. If you see the halo, it means there's an incoming attack, and if you tap the triangle button by default, then that you'll be able to deflect that Okay, man hat so eine Voraussicht quasi, wenn ein Zauber der Gegner kommt, je nachdem wie das Hologramm über einem ist. Es wird dann quasi ein bisschen angezeigt, dass man sich darauf mental schon mal vorbereiten kann. It also deflects and turns around with a counter attack stupefy that actually stuns the enemy. And you can use that even in your combos and stuff. So if you're focused on a character, you know, and you're doing your thing, and someone else attacks you, you can actually turn that attack into a direct attack on the person that you're comboing. Back into gameplay here. Andrew's gonna pretty handily finish these. Boah, das ist so. Students off here. Ey, wenn man das einmal drauf hat, wenn man die ganzen Kombos drauf hat, wie das Ganze so gemacht wird, dann muss das einfach der absolute Wahnsinn sein, so zu kämpfen. Vor allem, weil es dann auch noch so unglaublich gut aussieht. Wow. It's kind of like there's this element of kind of like fencing from a very great distance. That's such a good call. And there are a lot of things that we had to do with our controls and combat system in order to kind of capitalize on that idea that's pretty unique to the Wizarding world. Understandable. Yes. Well, perhaps you should try that next time. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning. Moni, nicht or at least schnarchen. surviving the next round. Hey, I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Der schnarcht manchmal. Ich hoffe, man hört's nicht. The next round is for all the gobstones, so to speak. And that is more or less gonna wrap it up for us for now, for what we wanted to show you. Character creator, Nein! and just that little Ich will taste mehr of combat. sehen. But we didn't want to leave Ja, you das ist without der Innenhof, den ich gerade meinte, wo man dann rausläuft. Und da über die Holzbrücke Richtung Hagrids Hütte. Beziehungsweise, ja, da war's. Ist eigentlich ein bisschen Kanonbruch, weil eigentlich dürfte Hagrids Hütte da gar nicht stehen, glaube ich. going out here. Ja. Genau, und dann da zur Eulerei. Da, genau da ist sie. Owls, confirmed. Owl mail. There's the owlry again. Yes, all of the owls. But yeah, just heading out here again to show you like from Hogwarts. Und da sind die Steine, die haben wir auch in LBH umgesetzt. Oh man. Und darunter geht's Richtung Hagrids Hütte. But we will definitely be taking you in the future. Boah, das ist einfach nur Hogwarts. Wir haben uns nicht mal 1% von Hogwarts gezeigt. Und es ist ja nicht nur Hogwarts, sondern alles da ist erkundbar. Holy shit. You guys have enjoyed everything that you've seen, but I think, James, you may have a few other questions here at the end of things. So while we're done with what we're showing on the gameplay side, I know there's a few things that you want to pick Alan and Boston's brains about. I would love that, because there's a lot. Let me grab it. All right, so some of these questions we did pull from the community secretly, but I did pull from the community. So, and also from, I mean, going through this, I feel like you've come up with some things you want to talk a little more about. I'm sure. Elaborate on, because we went through character customization, Hogwarts itself, and even combat. So, jetzt machen sie noch eine Q&A-Runde. Like for the both of you guys. Will we be able to go back and change our character creation if we don't like it?
So not everything, but there are certain things with hairstyle, hair color. Okay, also man kann, wenn man seinen Charakter einmal erstellt hat, nachträglich im Spiel ein paar Sachen ändern, aber nicht alles grundlegend. Also man kann zum Beispiel seine Frisur wohl und seinen Bart, wenn ich das richtig verstanden habe, umändern. Aber natürlich keine grundsätzlichen Änderungen wie Gesichtsform oder so. The game features a lot of appearance customization in it, so there's a ton of options there. But that's in terms of like your character and stuff that you have the character creator. It's like a smaller set of what you saw there. Okay. Oh my gosh, awesome. Next question: what kind of leisurely activity can we do? Can we study with our free time? I mean, what will we be doing just hanging out in Hogwarts? Because as you progress through the game, there's a bunch of different missions that open up. Most of them are driven by different characters' personalities. You know, some of them want help getting up to hijinks, or some of them want to just explore secrets in the castle because there are new secrets in our castle. Okay, man hat verschiedene Aufgaben in Hogwarts, die einen dazu bringen, verschiedene Bereiche halt zu erkunden und die Geheimnisse kennenzulernen. As I mentioned earlier, it's not just kind of like the mainline stuff. There are kind of like extracurricular assignments, some of which are optional, some of which are kind of like blockers for main mission. Kind of like you can't go on this mission until you have the spell. And then the spell is open, you know, the Okay, für manche Aufgaben braucht man bestimmte Zaubersprüche und manche sind freiwillig, manche weniger, weil sie mit der Hauptstory wohl zusammenhängen, wenn ich das richtig verstanden habe. But they do all take the form of our mission structure. As you mentioned earlier. Okay, man hat selber so ein bisschen die Hand darüber, wie das dann alles abläuft mit den Aktivitäten in Hogwarts, also mit den Quests und Missionen. Okay, ob die Zaubersprüche verschiedene Skill-Level haben. So each spell has kind of like its own core identity and what it does in the game with regards to both kind of like puzzling, world exploration, and enemy combat and all that kind of stuff. And then it's through the talent system. Right? When you go into that, it's kind of like each of those spells has ways to kind of like advance and grow and change. And as you spend talents, in some cases, it even changes like the way you approach the battlefield and things like that. So, okay, man hat also seinen Skillbaum, wo man verschieden indem man das halt aufskillen kann, verbessern kann. Play around with those talents. It really does start to kind of like affect even how you approach combat and how you think about the battlefield. I won't be touching the dark art stuff, but I know many of you guys will be. Maybe on your second playthrough? Second playthrough, yes. Okay. Dark Hufflepuff coming, #soon. I want to close off with this question, and this will be for everybody, and we'll start with Boston. With this game that you guys have been working on for however long and the excitement you guys have, what's one aspect of Hogwarts Legacy that you are excited for the fans to experience? Boston. I think I'm just excited for the fans to play through the world, specifically the castle, and maybe go read those books again. I hope that whether you're already a fan and love this game, or this is your first introduction into the world, I hope they just point at each other in the best way possible. And I'm just excited for fans to get to finally go to Hogwarts and feel like they can own it. Live there. I've lived there for 5 years. It's a great place to live. Official 5th year. It's really funny because I want to give a different answer and I will, but I actually feel like the most honest answer is really similar. Because my favorite thing when running around, playing the game, and getting to know Hogwarts the way Boston knows it, because she knows the school and the lore better than I do, and thank God, because you want the person architecting it to really know that. But when I rewatch the films or I'm rereading passages from the books, there's a different relationship to those things having played the game. And so it's really looking over the edge and seeing location. I'm like, oh my God, I'm right there. And in the movie saying, I know it's around that corner in the film. Like if you go down. Und wir wissen das noch besser, Leute, weil LBH, also wir kennen Hogwarts, glaube ich, am besten mit in- und auswendig, und das wird auch im Let's Play noch richtig cool, wenn ich das Spiel mit euch zusammen auf meinem Kanal spielen werde, weil wir so viel zu den verschiedenen Bereichen sagen können und ich kann auch so viel zu Hogwarts sagen. Das wird super interessant für alle, die das Schloss noch besser kennenlernen wollen. Okay, I can just go. Vantage point, There's just something exhilarating about it that feels very different in that kind of open air and on that thing.
it just like, it's kind of incredible. Yeah. And wrapping it up, you know, for me, it's just bringing the community together with it and sharing those stories, because it is your story, and you are going to be writing, you know, this is your unique experience within this, and even within the things that are the same, it's going to be your unique experience. It's different from mine. It's different from, we're all approaching it from different places, and I think that's going to be really cool, the way that everybody brings those things together. All right, and that's everything that we have to show you today. I know maybe it wasn't everything you wanted to see, but it was a whole lot of stuff. Character creator, a little mini tour of Hogwarts there, just a small part of it, a little bit of combat, and we do have some more stuff coming up for you in the future. Hogwarts Legacy releases on February 10th, 2023, and is available for pre-order now. But that's going to do it from us. We're going to leave you with a little something else, but for now, bye. Bye. Leute, was soll ich sagen? Wow. Ja, Leute, also, ich weiß nicht, was ihr sagt. Ich sag auf jeden Fall, ich bin sprachlos, komplett sprachlos. Dieses Spiel ist der absolute Oberwahnsinn. Und völlig egal, wie die Story wird, ich werde das hunderte Stunden suchten. Weil selbst wenn die Story kompletter Crap wäre, kannst du ja trotzdem durch Hogwarts laufen und dir das alles angucken. Und wenn die Story dann noch geil wird, dann kannst du durch Hogwarts und die ganze Welt laufen und dir das angucken und noch eine geile Story erleben. Also, es wird das große Spiel 2023. Ich glaube, es wird alle Rekorde brechen. Ich glaube, es wird komplett eskalieren. Es wird einen riesigen Hype entfachen. Und das spätestens, wenn es dann endlich da draußen ist und ganz Deutschland, YouTube Deutschland wahrscheinlich auch auf diesem Spiel dann, das Spiel spielt und darauf, reacted und ja, die Eindrücke teilt. Also das wird durch das ganze Social Media Internet gehen, Leute. Da bin ich mir absolut sicher. Auch auf diesem Kanal hier natürlich. Deswegen lasst jetzt gerne ein Abo da, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Ich denke, auf meinem Kanal könnte es auch ganz spannend werden, weil ihr wisst ja, wir kennen Hogwarts in- und auswendig. Es wird ein Ort sein, wo wir schon seit über 8 Jahren unterwegs sind in Minecraft, bauen Hogwarts selber von Grund auf neu auf und deswegen kennen wir natürlich viele verschiedene Bereiche. Wir kennen die Filme in- und auswendig, die Bücher in- und auswendig. Ich glaube, das hier wird noch mal eine besondere Experience, das auf meinem Kanal zu schauen, wenn ganz viele Potterheads da draußen, also ihr und ich, uns das Ganze dann mal aus der Expertensicht anschauen. Ja, das ist auf jeden Fall das Video gewesen. Ich bin hyped ohne Ende, Leute. Ich bin absolut begeistert und jetzt interessiert mich eure Meinung. Schreibt mir die sehr, sehr gerne mal unten in die Kommentare und lasst mir Feedback da, wie ihr das Ganze fandet, ob ihr euch das Spiel schon geholt habt oder ob ihr euch das noch holen werdet, ob ihr auf meinem Kanal das Ganze schauen werdet oder ob ihr lieber selber spielt oder beides. Lasst mich das sehr gerne wissen und in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wundervollen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao zusammen.